Alter, fehlen mir hier gerade immer... Warum fehlt mir denn immer noch so viel Holz, ey? Shit, ich schaff das wieder nicht zu Robin, weil die gleich wieder Feierabend macht, die faule Sau. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42, spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns in allen anderen Videos hier wiedersehen werden. Ha. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, haut rein. Schönes Short. Richtig schönes Short. Ja, cool. Wir haben gerade festgestellt, die letzten 2 Tage hier im Ingame-Sommer. Geht es? Ach ja, genau. Und dann ist schon Herbst. Das ist der letzte Sommer. Oh ja. Oh mein Gott. Das ist der letzte Sommer. Sagen die Maya. Ach ja, Das ist ein altes Lied. Die White-Titty-Zeit. Alter, White-Titty-Zeit war eine gute Zeit. Als ich es entdeckt habe, ja, irgendwann wurde es mir zu albern. Na, es gab ein paar schöne Sachen immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal wurde es mir ein bisschen zu albern. Ja, das stimmt schon. Aber die haben schon YouTube Deutschland gut nach vorn gebracht. Das stimmt. Waren sehr wichtig. Aber genau bei denen war es halt auch so dieses, als es dann professioneller werden sollte. So. Als es nicht mehr Couch-Zeug war, sondern dann wirklich irgendwie mit Büro und YouTube-Haus und so weiter. Und ach, da ging es dann. Aber was machen wir denn, wenn wir irgendwie die 1 Million haben? Also wie organisieren wir uns dann? Na, das lassen wir Zukunftsbutch und Zukunftsbob entscheiden. Sollen sie sich mal drum kümmern. So, ne, weil... Ja, keine Ahnung. Du kannst ja einen Tipps bei Gronk holen, wie der das organisiert. Ja, wir machen das einfach weiter, so wie bisher. Schön hier im Kämmerchen irgendwie. Naja. Mit meinem Dulli-Laptop. Obwohl, nee, ich krieg ja bald Du kriegst auch einen neuen. Ich krieg ja einen neuen. Genau. Der geringstmöglicher Aufwand und der meiste Profit. Ja, vor allem Profit. Vor allem Profit. Was macht man, wenn das erste Geld reinkommt eigentlich? Erstmal Party oder? Na, du musst erstmal ein Gewerbe anmelden. Hä, ich doch nicht. Ich bin noch bei dir angestellt. Aber dann muss ich dich ja... da muss ich mich erstmal reinlesen. Dann wäre ich dein Boss. Das wäre auch lustig. Weil es auch wirklich falsch wäre, weil du einfach mein Boss bist. So will ich das jetzt nicht betrachten. Sagen wir eher, ich bin der Motivator. Ja, das stimmt. Ach, ja, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das dann irgendwann mal passiert. Und bis dahin machen wir einfach so weiter wie bisher. Machen wir sowieso. Wir machen auch danach weiter wie bisher. Ich kann dir vorstellen, da sind wir voll die abgehobenen Typen irgendwie. Da wären wir so richtig... Na, es ist dann halt wie in Stardew Valley dann. Sobald wir halt Geld haben, machen wir hier einfach gar nichts mehr. Ja, solange das Geld noch weiterhin reinkommt, dann, ist das okay. Obwohl dann, also ich bin ja dann der Typ in Stardew Valley, ich verschenke dann halt einen Haufen Scheiß an die Leute. Ja. Weil ich ja dann Geschenke und was weiß ich nicht von denen haben will. Also ja, müssen wir mal gucken, wie wir es dann im Real Life machen. Dann können wir Gewinnspiel oder so einen Dreck machen. Achso, wir müssen immer noch Steine farmen. Ja. Ja, gut. Also 48 Steine kriegen wir vielleicht so gerade noch irgendwie. Gerade so. Kriegen wir die vielleicht sogar auf dem Hof hier? Nee, es gibt keine Steine auf dem Hof. Nee, nur wenn die Jahreszeit wechselt. Und dann ist in 2 Tagen leider schon zu spät. Ja, das stimmt. Achso, ich wollte ja... Aber ich brauche noch Holz. Weil ich wollte ja den Schuppen ausbauen lassen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal... Warte mal, die Bäume hier müssen sowieso weg. Dann werde ich mal ein kleines bisschen Holz noch farmen, werde diesen Schuppen in Auftrag geben. Ja. Und dann kriegen wir das hier schon hin. Ja, ich wollte jetzt gleich noch die Steine fertig machen, also ich werde das jetzt noch schnell. Ich mach das auch schnell. Okay, dann mache ich, ich gehe erstmal zu Robin. Okay. Ist ja schon spät genug. Und ansonsten kann ich ein Thema anreißen, das ich schon angeteasert habe. Und zwar, Butch, was hältst du von den stillen Tagen? Was ist das?
Du weißt nicht, was die stillen Tage sind. Ich bin mir echt Oder du nicht kennst sicher. den Begriff nicht. Also du kennst die stillen Tage definitiv. Bestimmt. Stille Tage sind sowas wie Karfreitag, Ah. wo es das sogenannte Tanzverbot gibt und so. So, äußere dich mal dazu. Warte mal, ich habe mir noch aufgeschrieben, Karfreitag, Totensonntag, Volkstrauertag etc. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man runterfährt. Okay. Ich finde zum Beispiel auch so, obwohl ich verstehen kann, dass es gibt, aber so 24/7 Stores und sowas finde ich zum Beispiel ganz schrecklich, eigentlich. Okay. Also vom Gedanken her, dass es sowas geben muss, weil die Leute halt irgendwie Tag und Nacht arbeiten und sonst nicht dazu kommen, irgendwie was einzukaufen und es nur schaffen, mitten in der Nacht irgendwie was einzukaufen. Ich bin ein Freund davon, dass Leute auch mal nach Hause gehen und einfach mal zu Hause bleiben und mal keine Party machen, mal nicht aufdrehen und nicht irgendwie die ganze Zeit bespaßt werden müssen oder andere bespaßen müssen. Dann einfach mal Pause machen. Okay. Und deswegen finde ich das Konzept der stillen Tage, ob das jetzt einen religiösen Hintergrund haben muss, wie es meistens ja so ist. Na gut, ist ja jetzt bei Volkstrauertag und Totensonntag nicht ganz so. Jein. Also die kommen ja natürlich schon aus der Kirche. Ich glaube Volkstrauertag nicht. Der Volkstrauertag so nicht, aber zum Kriegsding. Beispiel Karfreitag und Totensonntag. Ja, gut, Karfreitag ist... Alter, fehlen mir hier gerade immer... Warum fehlt mir denn immer noch so viel Holz, ey? Shit, ich schaff das wieder nicht zu Robin, weil die gleich wieder Feierabend macht, die faule Sau. Was hast du denn mit dem ganzen Holz gemacht? Na, ich habe halt diese Fässer hergestellt. Ah, okay. Wie viel Holz brauche ich denn? Ey, ich habe 536 und ich brauche 550. Ey, das kann doch jetzt nicht daran liegen. 4... Los jetzt. Sollte ich eigentlich noch machen? Ich habe irgendwie noch so... Mal fischen? 558, sehr gut. Oh, schaffe ich Gotteslachs. gerade so noch. Schaffe ich überhaupt noch Gotteslachs zu fangen? Gibt's doch gerade gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann es Oder den gibt. Gibt's den im Sommer? So, jetzt aber. Gab's den nur im Frühling? Hier, bau den Keine aus. Ahnung, ey. Bam. Kurz Pfannkuchen essen. Die wird übermorgen der? damit anfangen. Ach, wir haben ja noch Plus Tanz 2 der Sonne. Mondlichtquallen. Buh. Buh, Wendy, buh. So, okay. Wie sieht's hier mit den Steinen aus? Das hast du gemacht. Okay. Steine sind fertig. Dann, ich muss immer noch auf Ebene 100. Ja, gut. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen rumreiten und Holz farmen, weil wir anscheinend wieder ein Mach bisschen das mehr mal. Holz brauchen. Hey, ich hab dich gesehen. Ja, ich dich auch. Hi, Maru. Oh, Maru, dir kann man doch bestimmt eine Geode schenken. Nee, aber hier kann man das hier schenken. Haha. Oh, das ist für mich. Ich werde das einfach dort drüben hinlegen. Ey, sie mag Geoden nicht. Okay, das ist Nee. interessant. Ist Gotteslachs nicht ein Flussfisch? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber dann Nee, guck ich doch hab nach. Nee, ich glaube, ich habe den hier gefangen. Ich hätte schwören können, dass das ein Flussfisch ist. Aber gut. Ja, vielleicht gucken wir mal nach. Ist mir egal. Egal. In der Infokarte. Mir egal. Alter, ich krieg Ja, so viel Zeug. stille Tage, genau. Da wollte ich ja Stille jetzt Tage. gerade. Mach mal weiter. Ich finde die stillen Tage eigentlich nicht gut. Jetzt mal so aus ersten Impuls heraus finde ich die nicht Ja. gut. Weil gerade Karfreitag stößt immer sehr bei mir auf. Okay. Nicht, weil ich irgendwie den ganzen Tag Party machen will, aber zum Beispiel hängt das auch eher damit zusammen, ne? Wie gesagt, ich bin ja im Spielmannzug und wir haben zum Beispiel sonst immer freitags Probe und am Karfreitag ist dann halt, eigentlich dürften wir nicht proben. Und das geht mir auf den Sack. Okay, So. verstehe ich. Weil ich mir halt auch, also es ist immer so schwierig zu sagen, ne? Also klar, ich nehme Weihnachten mit. Auch wenn ich jetzt nicht ein mega Christ bin. So. Aber es könnte mir halt nichts egaler sein als Karfreitag. So. Dieser Ja. Tag ist mir einfach scheißegal. Ne? Klar nehme ich auch Ostern mit.
Aber Karfreitag ist mir einfach scheißegal. Muss auch sagen, sowas wie Volkstrauertag und Totensonntag ist mir prinzipiell, das klingt immer total böse, aber ist mir prinzipiell egal. Das Einzige, was ich halt mache, ist, erst nach Totensonntag fange ich an mit dem ganzen Weihnachtsbums. Ja. Weil ich aber auch sonst einfach kein Maß hätte. Genau, da geht's uns ja ähnlich. Ja, aber so prinzipiell sind mir diese Tage irgendwo egal. Also viele Feiertage und aus welchem Grund es die gibt, sind mir echt egal. Mhm. Da bin ich echt eiskalt. Es ist mir einfach egal. Nein, ich verstehe dich da und ich bin da auch tatsächlich ganz deiner Meinung. Also ich halte davon nichts. So, gerade wenn es so Feiertage sind und so religiöse Feiertage und man hat doch überhaupt keinen Bezug dazu, wenn man nicht religiös ist. Ja. So, oder selbst wenn man nicht dieser Religion angehört, so. Ja, Karfreitag, ja, kann ja sein, aber damit habe ich ja nichts zu tun. So. Mir wird es aber aufgezwungen, da irgendwie, mich da an irgendwelche Regeln zu halten. Ja, genau, dieses Aufgezwungene. Also ich will dann auch nicht immer so egoistisch wirken, aber trotzdem nervt mich das, dass mir das aufgezwungen wird, dass ich da jetzt nichts machen darf. Ist jetzt nicht so, dass ich es extra machen würde, um andere zu nerven, aber wenn ich halt am Karfreitag, weiß ich, ein bisschen proben will oder auch mal ein bisschen lauter Musik hören möchte, ey, dann, ne, also... Ich glaube nicht, dass sich bei mir im Haus da irgendjemand dran hält. Also ja. Weil es uns halt, also wenn sich eine Gemeinschaft zusammenfindet oder wenn man halt so in einem Mehrfamilienhaus so lebt und allen Leuten ist einfach scheißegal ist, so, dann fällt es auch nicht auf. So. Ja. Es würde sich aber auch so, glaube ich, keiner hier beschweren, denke ich. Ja, ich denke mir dann halt auch so dabei, also wenn es jetzt speziell um Karfreitag, okay, ist eine christliche Sache. Und dann denke ich mir so, die halt so christlich drauf sind, ey, könnt ihr ja machen. Dann seid halt an dem Tag ruhig. Ist mir egal. Dadurch habe ich jetzt keinen Nachteil. Aber dadurch, dass ja einfach Christentum nicht die einzige Religion ist oder da halt einfach viele auch Atheisten sind, möchte ich halt auch nicht, dass mir von denen dann wiederum vorgeschrieben wird, also beziehungsweise eigentlich wird es ja vom Staat vorgeschrieben, dass ich da halt irgendwie die Fresse zu halten habe an dem Tag. Das finde ich halt nicht cool. Ja. Ja, weiß ich nicht, also irgendwie, keine Ahnung, ich finde, also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel auch irgendeinen jüdischen Feiertag oder irgendeinen islamischen, muslimischen, wie sagt man, Feiertag? Ne? Also die halt, also was vom Islam jetzt vorgeschrieben ist, sage ich mal. Ja. So, die machen ihr Ding ja auch. Ne? Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ich kenne natürlich keine Feiertage. Ramadan war irgendwie so Fastenzeit ähnlich, oder? Genau. Aber das machen die ja zum Beispiel dann auch, also können die auch machen, aber die nerven halt niemand anderem damit. Genau. So, weißt du? Also finde ich halt viel geiler so und weiß ich nicht, warum kriegen die dämlichen Christen das nicht hin? Ja, ich bin auch der Meinung, dass das sowieso eine total persönliche Sache ist, Religion. Und du lebst deine Religion aus und hast halt damit niemand anderen zu stören. So, du hast darüber nicht, du kannst das natürlich gerne jedem erklären, der es wissen möchte, aber ey, behalt deinen Scheiß für dich. So, ich möchte nichts von Christen wissen, ich möchte nichts von Buddhisten, von Juden, von Muslimen wissen, das ist mir so egal alles. Das heißt nicht, dass ich nicht auf die Gefühle der Leute achten möchte, so, ne? Ich möchte halt nur nicht, dass mir gesagt wird, du sollst nehmen wir mal ein Beispiel irgendwie. Ich gehe jetzt irgendwo hin und deine Religion würde es dir, sagen wir mal, verbieten, Leute anzugucken, die blaue Augen haben. Oh, okay. Ne? Also ich mache jetzt ein ganz fiktives Beispiel, um niemandem hier jetzt auf den Schlips zu treten. Aber es gibt ja so bescheuerte Regeln manchmal. Ja. Und deine Religion würde es dir verbieten, irgendwie oder du darfst nicht in einem Raum sein, wo das und das gegessen wird. So. Ja. Dann werde ich jetzt aber nicht darauf verzichten, das zu essen. Ah, okay. Ja. Weil es nicht meine Religion ist. Das ist halt deine Sache.
Ist deine Sache. Du legst dir diese Regeln auf. Nicht ich dir. Das ist der Mond. Der Mond. Der Mond ist da. Klick, 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 klick. Ja. Also lass mich damit in Ruhe. So, weil es ist dein Problem in dem Moment. Es sind deine religiösen Gefühle, also musst du damit umgehen, nicht ich. Mhm. Und ich sage extra Gefühle, weil Religion und Regeln ist das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Weil es so viele Abspaltungen gibt, allein in der christlichen Religion, nicht nur die Protestanten und die Katholiken, sondern auch dazwischen gibt es nochmal so viele Abstufungen, die alles irgendwie anders interpretieren und andere Regeln haben. An was soll man sich denn da halten? Gibt's nicht. Ist Quatsch. So. Jeder kann irgendwie seine Religion gründen mit was auch immer er will. So. Deswegen finde ich, es gibt keine Regeln. Es gibt ein paar Sachen, an die du gerne machst, weil du denkst, dass du damit deiner Religion irgendwie näher bist oder dich damit so ausdrückst. Okay. Aber es ist dein Ding. Religion ist absolut persönlich. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ich höre gespannt zu. Nicht, dass du schon wieder weg bist. Nee. Ja. Ja. Deswegen bin ich noch kein Fan von Kirche. Nee, das hatten wir auch schon mal. Hab mit der auch einfach nichts am Hut. Ja. Ich nicht mehr. Nee, aber stimme ich dir auch absolut zu. Also ich denke mir halt so, obwohl, es kommt halt dann immer so dieses scheinheilige Argument, ja, aber Weihnachten feierst du doch auch. Wo ich mir denke, ja und? Also, ich bin halt nicht christlich, darf ich deswegen nicht Weihnachten feiern? Also, ja, genau, also Weihnachten wie du halt hat auch nichts mehr mit Religion zu tun. Genau. Also es ist halt so, dieses Argument ist halt einfach albern. Ja, und ich gehe zum Beispiel auch Weihnachten nicht mehr in die Kirche. So. Ja, ich auch nicht. Ich bin Weihnachten noch nie in die Kirche. So, seit ich aus der Kirche ausgetreten bin, gehe ich nicht mehr in die Kirche. Ich singe zwar in der Kirche, weil ich halt in einem Chor singe. Ja. Aber der Chor macht halt religiöse Lieder genau wie atheistische Lieder. So, da ist alles vertreten. So, wie es nun mal in einem Chor so ist. So, jeder, der schon mal im Chor gesungen hat, wird wissen, ja, es gibt halt Weihnachtskonzerte und dann singt man ein bisschen christlicher, dann singt man auch mal ein paar jüdische Lieder vielleicht, dann singt man auch mal ein paar muslimische Lieder übers Jahr hinweg, singt aber auch sehr viel weltliches Zeug. Also das schließt sich nicht aus, sondern ich finde, gerade musikalisch bereichert sich das ungemein. Katholiken haben halt einfach im Laufe der Zeit wahnsinnig geile Chorsachen geschrieben. Deswegen ja. Weiß ich nicht. Das muss sich ja nicht ausgrenzen. So, man kann ja verbunden sein, ohne sich, wie sagt man, ohne sich gleich dem unterzuordnen. Einander. Nee, sondern miteinander. So. Mach deinen Scheiß, aber hab nichts dagegen, dass ich deinen Scheiß nicht mitmache. Ja. So. Ja, aber ich werde dich auch nicht daran hindern, deinen Scheiß zu machen. Ja, deswegen stille Tage. Genau. Ey, ich finde, die hier dann halt so christlichen Glaubens sind, die können gern still sein. Alle anderen sollten halt genauso machen dürfen, was sie machen wollen. Genau. Das ist mein Fazit dazu. Und wenn halt jemand sagt, er scheißt auf Volkstrauertag, weil er mit dem Zweiten Weltkrieg und deren Opfer halt einfach nichts zu tun hat, dann ist das auch okay. Ja, irgendwo schon. Irgendwo tatsächlich schon. Ja, aber ansonsten, irgendwas wollte ich gerade hier in dem Spiel noch. Ah, wir haben 3 Störe, das ist ja schon mal gut. Und die Melonen können wir hier noch ernten, weil die werden ja jetzt dann nichts mehr. Heute Abend ist Tanz der Mondlichtquallen. Da können wir wieder uns ein bisschen Meeresschaum-Pudding snatchen. Oh yeah. Das ist natürlich gut. Achso, ich werde weiter Holz farmen. Mach das mal, ich gehe Geoden öffnen. Habe ich nämlich auch schon wieder 1000. Oder 14. Na gut, dann haben wir das auch. Stille Tage. Können wir gleich weiter zu besonderen Tagen gehen? Sehr gerne. Black Friday und so? Wie sieht's da bei dir aus? Ich habe nichts gekauft zu Black Friday. Okay. Ich bin kein... Ich finde das Quatsch.
Okay. Ich finde, ich bin ja sowieso recht antikapitalistisch. Ja, bei dir steht das Manifest zu Hause, ne? Und die Lenin-Wände schön eingerahmt. Ja, natürlich. Nee, bei mir steht tatsächlich das komische Manifest zu Hause. Okay. Ist das von Känguru-Chroniken oder sowas? Nein, das ist von Sonneborn. Das so. neue Buch von Sonneborn. Das komische Manifest. Es stehen ein paar sehr gute Sachen drin. Kann ich auch nur empfehlen. Ich bin der Meinung, wenn man auf ein Produkt Rabatte geben kann, ist das Produkt ab diesem Moment nicht mehr wert als genau dieser Preis. Ah, okay, ja. Und ich finde, es ist ein Unding, dass Preise so hin und her schwanken, je nachdem, wie es die Marktforschung gerade denkt, es wäre okay, oder je nachdem, wie die Leute gerade denken oder wie sie den meisten Profit daraus machen. Ich hasse das. Ich hasse dieses System von Geld, was wir eigentlich haben. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das ganz bedenklich. Es geht im Kleinen wie im Großen. Wenn du zum Beispiel bei einem Telefonanbieter bist und die sagen, ja, du kriegst jetzt hier 5 Gigabyte für 8,99. Ne? Fiktives Beispiel. Hey, aber ich bin doch schon so lange Kunde. Na gut, dann kriegst du halt 5 Gigabyte für 4 Euro. Dann sind die 5 Gigabyte also auch nicht mehr wert als die 4 Euro. Dann könnt ihr auch niemand anderem das anbieten für mehr Geld. Also es geht doch nicht. Kann ich dir tatsächlich gleich was zu sagen. aber mach erst mal fertig, den Gedanken. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Klassenkameraden gehabt, der gemeint hatte, ein Kumpel von ihm, ja, der kauft halt billig PlayStation auf eBay und verkauft die dann für einen leicht höheren Preis wieder. Richtiger Geschäftsmann. Und da dachte ich mir, das ist das größte Arschloch auf dieser Welt. Yep. Ich hasse ihn, auch wenn ich ihn nicht kenne, aber das sagt schon alles über die Person aus, was ich wissen muss. Weil das geht halt nicht. Wenn du etwas kaufst zu dem Preis, dann kannst du es nicht für mehr Geld verkaufen. Aber das geht nicht. Ist das nicht sogar verboten? Kann das nicht sogar verboten sein? Da bin ich mir nicht sicher. Ist es wahrscheinlich nicht. Weil jeder kann sich ja entscheiden, ob er das kauft oder nicht zu dem Preis. Ne? Ist ja auch irgendwo die Verantwortung des Käufers. Aber es regt mir einfach auf, dass es sowas geht, dass Leute sowas machen, dass Leute immer an diese scheiß Kohle denken. Die haben die Geldkacke, ey, wirklich. Ja, leg mich auf. Worum ging's eigentlich? Um Black Friday und sowas. Genau, ist genau so eine Scheiße. Amazon zahlen die Steuern. Oh ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema dann. Aber, also weil Black Friday ist ja nicht nur ein Amazon-Ding. Ich bin das erste Mal so drauf gestoßen, als ich mich mit einem Kumpel unterhalten hatte, wo dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber halt so Black Friday, Cyber Monday und so. Und da hat er zum Beispiel auch eine sehr starke Meinung zu und sagt, zum einen, Black Friday ist eine amerikanische Sache. Wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Also auch aus der Tradition des Tages her, sag ich mal, haben wir damit gar nichts zu tun. Deswegen, zum einen boykottiert das halt deswegen und zum anderen findet er es auch dann dumm, weil es wurde halt so stark kommerzialisiert, dass es ja mittlerweile nicht mehr Black Friday ist, sondern auch Black Week. Ja. Und Black Weekend und dann ist es Cyber Monday und Cyber Week und ne, also nur um möglichst viel Profit dann halt zu farmen. Dann verstehe ich auch dein Argument, wie du sagst, sobald man Rabatte geben kann, ist das Produkt ja eigentlich nur noch diesen Preis wert. Stimmt nicht 100%ig, aber ich weiß, was du damit meinst. Und wenn man sich vor dem Black Friday, es gibt ja Vergleichsportale heutzutage, ne, Internet. Ja. Wenn man sich Preisentwicklungen von sehr vielen Produkten anguckt, also ne, ich sag nicht, dass es am Black Friday nur scheinheiligen Scheiß gibt, sondern es gibt bestimmt auch Rabatte und Angebote, die berechtigt sind.
Aber wenn man sich das anguckt, ja, die werden halt, weiß ich, übers Jahr oder über einen Monat davor halt immer ein bisschen angezogen. Und am Black Friday heißt es dann, oh ja, hier Rabatt, ne. Und eigentlich ist es dann der normale Preis. So, Genau. und die Leute sehen aber, oh geil, Rabatt, ich kaufe. Genau. Und die andere Sache, wie du meintest, dass es dann halt diesen Preis nicht mehr wert ist, beziehungsweise wenn man das für den Preis anbieten kann, kann man es ja für jeden zu dem Preis anbieten. Ja, es haut nicht wirklich so hin, weil das ist ja gerade so ein Großkonzern-Ding. Das hat damals tatsächlich mein US History-Lehrer in Amerika sehr gut erklärt, fand ich dieses Prinzip. Angenommen, du hast jetzt so einen Großkonzern wie, weiß ich, Kaufland, Rewe, also mir fallen jetzt gerade nur die Supermärkte ein. Und da hat er halt gesagt, naja, den Vorteil, den diese Riesenketten haben, ist, die sind ja in der ganzen Nation vertreten. Und es ist ja nicht so wie meinetwegen jetzt in der DDR, ne, dass halt überall kostet ein Produkt exakt gleich viel. So, sondern meinetwegen in der Region kostet halt das ein bisschen mehr und in der Region kostet das ein bisschen weniger. Und damit können halt Großkonzerne rumjonglieren, um eben zum Beispiel Konkurrenten auch ein bisschen auszustechen in den jeweiligen Regionen. Die sagen dann, okay, weiß ich hier, meinetwegen Rewe sagt jetzt, shit, dann hat jetzt ein Kaufland, hat jetzt das Angebot von den und den Preisen. Weiß ich, Bananen kosten so und so viel Euro, dann machen wir die halt ein bisschen billiger in der Region und in der anderen Region ein kleines bisschen teurer, um halt das Geld wieder reinzuholen. Ne? Und deswegen würde ich das nicht so pauschal sagen, ey, die sind nur das und das wert, sondern es ist für die Konzerne natürlich auch dann immer ein Risiko, was sie manchmal eingehen. Also bewusst ja dann auch eingehen, weil die erhoffen sich dann, wenn sie das günstiger machen, dass halt mehr wiederum davon gekauft wird und alles sowas. Und also da steckt halt so super viel dahinter. Ich steige dann natürlich auch nicht 100%ig dahinter, aber ich verstehe trotzdem natürlich, was du meinst, weil deren Agenda ist halt Profit. Ja. Und da muss ich sagen, deswegen sage ich ja immer, dass ich eigentlich so Kommunismus ganz geil fände, so die Idee dahinter, dass so ein Produkt soll halt überall einfach gleich kosten. Warum muss es in verschiedenen Regionen anders kosten? Also ich könnte es mir vorstellen, dass man es mit Transportkosten meinetwegen noch begründet, aber das sollte ja auch nicht, also das sollte ja auch nicht so ein riesiger Unterschied sein. Ja, aber wenn du ein Produkt jetzt bei dir herstellst und die Leute direkt zu dir kommen und das kaufen, ist es natürlich billiger, als wenn du das jetzt noch irgendwohin verschiffen musst. Ja. Da kommen dann natürlich Produktionskosten mit dazu und das ist verständlich. Das ist absolut verständlich, weil mehr Aufwand, mehr Arbeit ist auch gleich mehr Preis. Absolut klar. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber du kannst nicht sagen, ich stelle das selber her und morgen kostet das auf einmal 1 Euro mehr oder 3 Euro mehr. Nicht, weil sich die Produktionskosten, das ist natürlich auch nochmal ein Ding, was da mit reinfließt, nicht, weil die Produktionskosten sich erhöht haben, sondern einfach, weil ich merke, dass mehr Leute das wollen. Weil ich dann noch mehr Profit draus machen kann, weil die Nachfrage steigt. Obwohl aber ist das nicht oft so, dass auch wenn die Nachfrage steigt, dass manche Produkte dann auch billiger werden, weil sie halt dann in Massen hergestellt werden? Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe marktwirtschaftsmäßig, ich habe keinen Plan. Aber es ist doch so bei manchen Produkten, wenn die halt noch nicht so krass hergestellt werden können, weil auch die Nachfrage noch nicht da ist, dann sind die ja meistens erstmal teurer. Also es ist ja zum Beispiel wie bei, weiß ich, vegetarischen, veganen Produkten. Die sind halt erstmal teuer und wenn aber die Nachfrage steigt, dass man es dann eher billiger produzieren kann. Kommst du noch zu den Mondquallen? Ach so, oh shit! Es ist schon 0 Uhr. Ja. Dreck, ich habe das völlig vergessen. Ich bin hier unten im Zundersaft. Wir probieren's. Ich eile. Wahrscheinlich brechen wir ihn einfach auf dem Hof zusammen. Aber wir brauchen den Meereschaumpudding. Shit, habe ich völlig vergessen. Bin so in meinem Holz-Marktwirtschaftsgame hier gerade drin. Shane geht schon nach Hause. Ich und mein Holz. Holzi. 0:40, so, ich komme jetzt zum Strand, über die Brücke und los. Es ist schon vorbei. Nein. Ja, und ich hänge quasi fest. Schön. Du hängst fest? Nein. Also du bist reingerannt an mir vorbei, aber mit mir, ich war halt immer noch warten auf Godot. Sorry. Alles gut. Sorry an alle, die es jetzt nicht sehen konnten. Obwohl ich einfach finde, die anderen Mondlichtquallen folgen. Genau, wir haben ja schon 2 gehabt.
ist, glaube ich, das erste Event, was wir haben ausfallen lassen in dem Sinne. Ja, ich glaube auch. Oh. Na, sowas. Scheiß Black Friday. Scheiß Abo. Black Friday. Ach shit, ich muss auch direkt schon ins Bett. Wollte noch eigentlich den. Obwohl, so viel habe ich auch nicht geholt. Haben einen Haufen Die Folge Holz. ist auch vorbei. 403 Holz. Cool. Stimmt. Haben wir irgendwas verkauft? Ich hoffe. Eigentlich auch bestimmt. Ja, ich drücke auf Pause. Ja, haben wir. Siehst du hier. Oh ja. Was hatten da wieder? Ach, die uralten Früchte. Die ersten uralten Früchte haben wir verkauft. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hä, wo? 15.000. Hä, uralte Früchte? Ach, Ja. hier unten. Nee, hä? Na, ganz oben bei der Hofarbeit. Nein, Mann. Bei mir ist Was? was ganz anderes. Hä? Ich habe bei im Verkaufsscreen gerade bei Hofarbeit 322 Gold nur, Geld. Da ist Ich habe da Hopfen drin, Peperoni und Hopfen. 14.428. Warum wird das bei mir nicht angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen weird. Siehst ja gleich in der Post-Production. Oder was heißt gleich, aber Dann- irgendwann. Bei Sammeln habe ich 714 und bei Andres Hab ich auch. 22. Genau, nur Hofarbeit ist bei mir anders. Hä, okay, das ist ja richtig seltsam. Vielleicht haben wir da unterschiedliche Professionen? Kann das sein? Dass er deswegen das anders? Obwohl das eigentlich auch Nee, Schwachsinn ergibt ist. keinen Sinn, weil wir haben ja, Wir haben ja denselben wir Geldbeutel. teilen doch alles. Ja. Na gut, können wir ja nächste Folge gucken. Na denn, Kommunisten Bob. Ja, so ist er jetzt auch nicht, aber ne, man darf ja wohl seine Träume haben. Oh ja, habe ich auch. Seine kommunistischen Endlich weg. Träume. Müssen endlich weg von Geld kommen. Ja, Ich weiß, dass Ja. es nicht der Realität entspricht, ne? eine Utopie halt, ne? Ja. Naja. Kann ich wieder was von der Liste streichen. Ja, mach mal. Diese Folge können wir auch von der Liste streichen, denn die ist jetzt fertig. Leute, Ja. nächste Folge ist Herbst. Herbst Stimmt. 3. 3. Herbst. Ja, da Ja. habe ich dann Ja, was 3. zu Frankreich zu sagen. Okay, ich Was bin Gutes. gespannt. Was Gutes. Ja, was gibt's denn Schlechtes über Frankreich zu sagen? Na, es ist falsch, Franzose zu sein, hieß es in den Geboten. Das stimmt. Hier oben in der Infocard. Nicht gut gealtert, die Serie. Tschüss. Tschüss.